Was ist nun die Rolle von Lernpartnern, sogenannten, in diesem Dualseelenprozess? Was sind Lernpartner und wozu dienen sie und was soll das Ganze und warum nicht einfach direkt mit der Person zusammen sein, die für euch vorgesehen ist, die ihr über alles liebt und die euch über alles liebt? Warum nicht? Was machen da in dieser ganzen Geschichte Menschen, die nicht diese große Liebe sind, sondern die in einer anderen Form in euer Leben treten und eine große Anziehung auslösen können? Liebe da sein kann, auf jeden Fall, aber es ist eine andere Qualität der Liebe, eine andere Größe der Liebe. Und ja, was soll das Ganze? Wenn ihr meine Videos schon kennt, wisst ihr, dass ich immer sage, es geht um inneren Prozess, es geht um ein Finden zu euch, es geht um Loslassen von Abhängigkeiten, geht um Finden von Freiheit, es geht um Finden um eure Berufung, es geht um Finden, was euch glücklich macht, des inneren Friedens, allenfalls auch, wie gesagt, eure Rolle in der Gesellschaft. Was könnt ihr beitragen? Ne? Wozu seid ihr wirklich auf der Erde? Und wie könnt ihr das am besten leben und umsetzen? Es geht um all diese Dinge. Ähm, Weil es nun um euch selber geht und um eure Heilung, um euren Prozess, um eure Transformation, um euer Weiterkommen, sind da Menschen, die in euer Leben treten. Jeder Mensch, der in irgendeiner Form in euer Leben tritt, hilft euch dabei, diese Ziele zu erreichen. Ziele erreichen klingt wieder sehr kopflastig, ne? Hilft euch, diesen Wandel in euch zu vollbringen. Und das auf göttliche, perfekte, perfekt orchestrierte Art und Weise. Das heißt, ihr trifft immer genau den Menschen, den ihr für euren nächsten Schritt braucht. Und das klingt jetzt sehr nicht utilitaristisch, wie sagt man, opportunistisch, also sozusagen, oh ja, der passt jetzt gerade, okay, der dient meinem inneren Vorankommen, okay, den nehme ich. Ne? Darum geht es nicht, sondern auch Gefühle, die entstehen. Der Fakt oder die Tatsache, dass ihr euch zu jemandem hingezogen fühlt, dass ihr euch in jemanden verliebt, dass da diese Anziehung ist, obwohl ihr vielleicht gedacht habt, ha, ich kann außer der Dualseele, außer dem Seelenpartner interessiert mich niemand. Ne? Das heißt auch ein bisschen sich dem Leben verschließen, wenn eure Haltung so ist, obwohl das zu gewisser Zeit genau so sich auch stimmig anfühlen kann, dass man da nichts anderes möchte, als mit der Dualseele zusammen zu sein, mit dem Seelenpartner zu sein und alles andere interessiert einen überhaupt gar nicht. Das gibt es auch, ne? Ich bin hier nicht am Urteilen. Aber wenn jetzt hier, wie gesagt, diese Gefühle entstehen mit einer anderen Person, dann hat auch das einen Sinn und Zweck für euch selber. Natürlich auch für die andere Person in ihrer Bubble, ne, in ihrer Realität, auf ihrer Reise. Aber diese andere Person interessiert uns nicht allzu sehr jetzt, ne, in diesem Video oder auch wenn ihr mit mir arbeitet, dann wisst ihr und merkt ihr, dass ich immer extrem schnell umschwenke, wenn die andere Person Thema ist. Ne, ich komme immer sofort zurück zu euch. Was hat es mit euch zu tun? Was macht es mit euch? Was sind eure Gefühle? Was sind eure Blockaden? Was sind eure Sichtweisen, die machen, dass ihr das und das mit dieser anderen Person im Außen erlebt? Und deshalb, ja, natürlich, für diese Person hat das auch eine Bedeutung, dass sie euch trifft und dass ihr in deren Leben auftaucht. Ne? Aber mir geht es ja jetzt um euch, die hier sitzt und euch fragt, was soll das? Plötzlich habe ich doch Gefühle für jemanden oder ich habe mich verliebt oder meine Jugendliebe ist zurück und ich kann nicht anders, als mit ihm oder ihr zusammen zu sein. All diese Geschichten, wo ihr aber instinktiv innerlich wisst, das ist eine Liebe, das ist eine Anziehung, aber ich glaube nicht, dass das die große Liebe ist. Ich glaube nicht, dass das ist. Ich weiß es innerlich, ne? Ich kann es nicht erklären, aber es ist einfach ein Wissen, das da ist, wo ich weiß, das wird nicht, was weiß ich, wie lange dauern. Vielleicht dauern es Monate oder Jahre oder Jahrzehnte, aber irgendwie ist es nicht das, was ich kenne oder die Gefühle, die ich kenne oder vom Seelenpartner oder von der Seelenpartnerbeziehung. Dann gibt es ja auch verschiedene Seelenpartnerbeziehungen, ne, die an Intensität ebenfalls. Das muss keine Konkurrenz sein. Aber ja, wenn wir jetzt Lernpartner als etwas definieren, das nicht sozusagen eure große Liebe ist, eure Person, für die
sozusagen bestimmt seid, ne? Das muss nicht in diesem Leben sein, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das mache ich dann mal im anderen Video. Es muss nicht unbedingt in diesem Leben sein und trotzdem spürt ihr, das ist die große Liebe und das ist mein Seelenver oder eben nicht. Und wenn ihr jetzt diese andere Geschichte halt lebt, dann ist es genau dazu, dass ihr etwas löst, auflöst, heilt, in die Klärung kommt, wie auch immer man das nennen will, dass nur diese eine Person oder speziell diese eine Person in euch auslösen kann, euch aufzeigen kann. Vielleicht ist es ein unbewusster Teil in euch, der schlummert da und der wurde aber nie von niemandem wirklich entdeckt oder aufgedeckt. Und der schlummert vor sich hin und dann kommt diese Person im Außen und zeigt mit dem Finger drauf und sagt, schau mal, hier hast du was in dir, das hast du gar nicht gemerkt. Hast du gar nicht bemerkt. Bist du sicher, dass du damit weiterleben willst oder willst du das vielleicht in dir heilen und eliminieren? Ne? Und weshalb braucht es jetzt, sagen wir, diesen Lernpartner? Weshalb nicht die Dualseele? Vielleicht ist die Dualseele nicht imstande, euch genau diesen Teil zu spiegeln, weil er oder sie diesen Teil nicht in der Form als Pendant zu eurem Teil in sich trägt und ihn so triggern kann. Wisst ihr, wie ich meine? Es braucht jemanden, der nicht eure Dualseele ist, um etwas in euch ans Licht zu bringen, wozu die Dualseele nicht imstande wäre. Und wenn ihr sagt, aber Ivan, die Dualseele ist doch die große Liebe und die kann alles und die sieht alles und ist der perfekte Spiegel, ja. Und trotzdem kann es sein, dass durch das Leben, das ihr gelebt habt, er gelebt hat oder sie, wie auch immer, dass diese eine Wunde, die ihr in euch trägt, von der großen Liebe nicht ans Licht gebracht werden kann, weil er sozusagen nicht die Tools hat dazu. Das muss nichts Schlechtes sein, das kann was sehr Gutes sein. Dass er vielleicht was sehr Schmerzhaftes, das er euch antun müsste, damit ihr aufwacht und bemerkt, das trage ich ja in mir, gar nicht imstande ist, das zu tun. Und dazu kommt dann diese andere Person, die aufräumt. Das klingt jetzt alles sehr ne, negativ und traumalastig und was weiß ich. Es kann auch mal einfach auch eine schöne Erfahrung sein mit einem Lernpartner, dass da einfach nur, dass man herangetragen wird, dass man geliebt wird, dass man verwöhnt wird, dass man all das kriegt, was vielleicht die Dualseele im Moment auch nicht imstande ist zu geben, aufgrund äußerer Umstände oder aufgrund von Entscheidungen, die er oder sie in ihrem Leben gerade trifft. Vielleicht bleibt sie verheiratet, weil sie einfach ne, genau weiß, ich muss erst warten, bis meine 3 Kinder 10 sind und dann gucke ich weiter. Ne? In der Zeit kann es sein, dass ins Leben des anderen Seelenpartners, der eigentlich jetzt heute schon die Beziehung wollen würde und glaubt, er wäre bereit dazu, wobei das ist dann die Ironie, dass meistens beide noch nicht bereit sind, dass er sich auf eine Geschichte einlässt oder halt jemanden trifft, in sich verliebt und glücklich sein kann, mehrere Jahre eine erfüllte, schöne Beziehung leben kann, auch wenn das nicht unbedingt die Tiefe oder Qualität einer Seelenpartnerverbindung hat. Oder vielleicht ist es ebenfalls eine Seelenverbindung, aber halt nicht ganz so die große Liebe wie halt die andere Person oder einen nicht ganz so genau da an allen Punkten abholt, wie vielleicht die große Liebe. Ne? Aber es erfüllt all seinen Sinn und Zweck. Deshalb, ich sehe ungern, wenn sich Leute total verschließen dem Leben. Ich bin nicht die, die animiert und sagt, hey, geh einfach, ne, date und schlaf ein bisschen rum und so. Auch das kann mal richtig sein, wenn es halt so sein muss. Ne? Wenn auch da gibt es was zu lernen, auch da gibt es was zu entdecken, auch da das muss vielleicht mal sein, gerade Leute, die Jahrzehnte lang verheiratet waren und irgendwie denken, sie haben das irgendwie nie richtig ausgekostet, dass es ja da auch noch andere gibt und sind jahrzehntelang eigentlich unglücklich verheiratet gewesen. Gerade da ist es oft, dass wieso ist, hey, jetzt will ich einfach mal raus und andere Frauen kennenlernen oder Männer. Ne? Es gibt nichts richtig oder Falsches, aber ich sage nur, ihr spürt schon, wenn euch das Leben ruft oder euch auch die Liebe ruft und sagt, hey, hier ist was für dich, hier ist was für dich vorgesehen, hier, das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk von oben. Du sollst nicht versauern und 3 Jahrzehnte damit rechnen, dass jetzt gleich deine Dualseele an deiner Tür klopft. Nein, du sollst offen sein fürs Leben. Weil, wie gesagt, Leben ist weiterkommen, ist sich entwickeln, ist heilen. Lieben ist heilen, wenn man so daran herangeht.
wenn man bewusst ist, dass einem das geschickt ist, was man geschickt wird, was man braucht. Und deshalb, ja, seid offen für das Leben, denn so können und werden Lernpartner zu euch ins Leben finden. Jeder hat was zu geben, ein Stück auf eurem Weg beizutragen, auf eure Entwicklung. Das kann wunderschön sein, es kann auch mal schmerzhaft sein, natürlich, aber insgesamt sind es große Chancen des Wachstums und Wachstums hin zu dem, was für euch bestimmt ist, wirklich in sozusagen in Ewigkeit für euch bestimmt ist, was euch niemand nehmen kann, was lasting ist, ne? Was die Zeiten überdauern soll. Alles, was ihr auf dem Weg dahin mitnehmt an Heilung und Ganzwerdung, ist ein Schritt in diese Richtung verhilft euch, dass ihr das erreicht. Das klingt jetzt wieder sehr im Außen, wonach ihr euch sehnt. Da ist wieder, ich sage es wie immer, ganz viel Vertrauen gefragt und ich bin sicher, dass ihr dieses Vertrauen aufbringen könnt, dass ihr genau spürt, wenn ihr euch etwas öffnen dürft und sollt, weil es wichtig ist für euch und eure Entwicklung. Und ja, ich wünsche, dass es wunderschöne Erfahrungen sind für euch. Gut, das wollte ich heute sagen. Danke fürs Vertrauen, fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.